Wir haben eine Runde von nachhaltigen Gründerinnen, 3 bezaubernde junge Kolleginnen mit Startups. Und wir fangen an mit, alle aus der Region, mit der Antonia, oder? Mit Victoria. Victoria fangen wir an. Mit Victoria. Victoria, bist du da? Ich bin da. Seht ihr mich? Victoria. Hört ihr mich? Sehr schön. Ja. Hallo. Victoria. Hi. Hi. Der Wolfgang hat sich schon intensiv vorbereitet. Ja. Und Victoria, ihr seid, du, die Karin und auch die Paola, ihr habt 3 verschiedene Unternehmen, aber ihr seid alle 3 für den Preis Nachhaltige Gründerinnen des Forums Frauennetzwerke der Region Stuttgart nominiert als Finalistinnen. Ja? Also das ist doch schon mal eine Nummer, dass ihr dann überhaupt bei uns noch auftretet, oder, Wolfgang? Ja, also, naja, ich meine, wir sind ja auch nicht irgendwer. Ja. Also, du, Victoria, wenn du eine Präsentation hast, die du mit uns teilen würdest, dann wäre wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt und stell dich gerne vor. Deine Bühne. Perfekt. Ich danke euch. Gerne, Vicky. Ich komme hier aus der Region und bin ein bisschen ein Hybrid unter den Startups. Ich habe mit meinem Gründungspartner Quenz... Ganz kurzer Hinweis. Wenn du deine Präsentation läuft noch nicht, wenn du sie startest, kannst du einfach kurz Bescheid geben. Ja, ich würde gern kurz Gerne. vorstellen, Ja, Video gerne. zeigen und dann Präsi, Okay. wenn das hatte- okay Ja, ist. ja, klar. Ich hatte nur den Hinweis von der Regie, dass die Präsentation noch nicht läuft. Okay. Okay, Also super, gerne. danke. Genau, hybrides Startup, warum? Es kommt aus einem Konzern. Im Endeffekt kommt Quenz. Was das ist, erzähle ich gleich. Wie wir es gemacht haben, erzähle ich gleich. Aus dem Unternehmen Robert Bosch GmbH, war da in einem Inkubationsprogramm. Und dann hat sich das Team dazu entschlossen, da ein eigenes Startup draus zu machen. Mit, ich sag mal, Vor- und Nachteilen wie überall. Und das würde ich euch gerne heute vorstellen. Ich fange mal an erstmal teile ich meinen Bildschirm. Moment, mit einem Video und ich hoffe, das funktioniert. Freigeben. Seht ihr was? Ja? Nee. Doch. Ja. Ja? So, ich hoffe, ihr hört jetzt auch was. Ja. Perfekt. Das ist erstmal die Antwort. Was ist Quenz überhaupt? Jetzt muss ich geschwind springen. Ich hoffe, die Technik macht es so, wie ich möchte. Quenz, was machen wir? In dem Video habt ihr es gesehen. Unser Ziel ist es, Businessmodelle rund um die Gaslieferung in Flaschen zu digitalisieren und zu erweitern. Wir tun das, indem wir den Füllstand von Gasflaschen vorhersagen. Sorry, dass ich dich nochmal unterbreche. Mach doch dein Screensharing bitte in den Vollbildmodus, dann können wir es besser erkennen. Oder die Präsentation in den Vollbildmodus. Oder Präsentation. Ja, genau. Ja. Besser? Ich glaube, es ist besser. Ja, es ist besser. Danke. Okay, Ja. super. Genau. Wir erweitern und digitalisieren bestehende Businessmodelle für alle Arten und Gase, indem wir Füllstände von Gasflaschen vorhersagen.
und unserem Kunden anbieten, eine Routenoptimierung anbieten. Das heißt, unser Kunde, der die Gasflaschen ausliefert, weiß zu jeder Zeit, wie voll die Gasflaschen bei seinen Kunden sind und kann dementsprechend seine Route planen und optimieren. Dadurch spart er sich Fahrten, Geld, er spart der Umwelt CO2 und macht den ganzen Lieferprozess von Gasen nachhaltig. Was ist das Produkt an sich? Besteht aus einer Hardware, von Bosch zugeliefert, der Sensor, das andere eigenentwickelt, einer Software, nämlich einem Dashboard und einem Network, das machen wir über LoRaWAN. In den Dashboards sieht der Kunde, wie auch ein Video angeteasert, jederzeit, wo befindet sich meine Flasche, welcher Füllstand, wann wird sie leer und wann muss ich da hingehen, um dem Kunden die Gasflasche auszutauschen. Wir sind mit Quenz jetzt am Markt. Wir sind ein relativ junges Unternehmen. Wir sind vor knapp einem Jahr gegründet worden, haben die ersten Kunden, die wir beliefern und haben jetzt auch gemerkt und kalkuliert, dass wir 85 Kilometer pro Flasche einsparen können mit dieser Vorhersage, was eigentlich echt krass ist, weil heutzutage funktioniert das so, der das Gas benötigt, ruft an und sagt, liefer bitte. Und dann fährt der Gaslieferant los und fährt teilweise einzelne Kunden an, was meines Erachtens einfach sowas von gegen Optimierung und Nachhaltigkeit spricht. Das ist echt krass. Und er spart sich natürlich dadurch auch Zeit und für die Fahrt und für die Bestellung, für die Nachbestellung der einzelnen Flaschen. Kurz zu den Vorteilen, weil der Fokus zum heutigen, sage ich mal, zum heutigen Gespräch hier ist es für mich eigentlich, das Produkt zum einen vorzustellen, zum anderen aber so ein bisschen die Reise vorzustellen. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und wie kann man eigentlich in der Region mit und ohne Corporate im Hintergrund gut gründen und auch erfolgreich gründen. Der Vorteil von dem ganzen Produkt ist die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Es ist weniger Aufwand fürs Monitoring und ständige Transparenz. Und das Schöne ist, es ist ein Produkt, was in Lieferketten einsteigt, wo sehr nicht digitalisiert ist. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Konzern oder ein größeres Bürogebäude versucht, seine CO2-Neutralität zu verbessern, wird darauf eigentlich wenig geschaut. Wann kommen zum Beispiel Gasflaschen ins Gebäude, wann kommen Gasflaschen in die Produktion rein und wie sieht die Lieferkette dahinter aus? Wie alles begann. Wie kamen wir zu dem, was wir heute haben und wofür wir heute stehen? Wie gesagt, alles ist ein Spin-off der Robert Bosch GmbH. Der damalige Auftrag oder die damalige Intention war, zu gucken, welches Know-how, welche Hardware, welche Software haben wir im Konzern, die Paints in neuen Märkten helfen kann. Und da sind wir relativ schnell auf die Gasbranche in sich gekommen, da sie jedoch wenig digitalisiert ist und da die bestehenden Lösungen für das Logistische der Gasbranche noch mit sehr viel Aufwand verbunden sind. Es gibt unterschiedliche Use Cases für Gase. Hier seht ihr es ein bisschen abgebildet. Das eine sind zum Beispiel CO2-Flaschen für Wassersprudler. Es gibt Gase beim Schweißen, sogar bei der Feuerwehr oder auch Gase in Bars, zum Beispiel CO2-Stickstoff für Schankanlagen. Wir haben uns angeschaut, wo können wir eigentlich den größten Impact machen? Wo haben wir ein großes Marktwachstum, wo haben wir aber auch den Trend zur Nachhaltigkeit am meisten? Und das haben wir gesehen bei den Gasflaschen für Wassersprudler. Das heißt, wir wollen einen Schritt in die Richtung gehen, weg von Plastikflaschen, weg zur Müllvermeidung, hin zu Wassersprudlern. Und der Markt zeigt es uns, dass auch sehr viele Wassertrinker und Sprudeltrinker halt vor allem auch in Deutschland diesen Weg mit uns gehen. Und da partnern wir mit neuen Playern auf den Markt aufgrund des steigenden Wachstums und bieten dementsprechend neue Lösungen. Die Idee wurde belebt durch ein Inkubationsprogramm im Corporate an sich, also in der Robert Bosch GmbH an sich. Und wir sind von der Produktidee über den klassischen Business Model Innovation Ansatz und MVP bauen etc. zu einem Businessmodell gekommen, haben den Markt validiert, haben geschaut,
was sind unsere Kunden, was sind die Pains und was könnte ein Business hinterher ausmachen. Die Entscheidung ist dann auch relativ schnell von mir und meinem Mitgründer getroffen worden, dass es vom Businessmodell zu klein ist für einen riesen Corporate. Aber wir wollen daran weiterarbeiten, weil wir einfach glauben, da einen Mehrwert nicht nur für, ich sag mal, einen Einzelnen, sondern eigentlich für den ganzen Markt bringen zu können und Erleichterungen bringen zu können. Und deswegen haben wir ausgegründet, haben eine GmbH gegründet und sind jetzt am Markt unabhängig aktiv. Der Bosch unterstützt und wir haben Meilensteine definiert und kommen vielleicht auch als Investor in Frage. Aber wir sind jetzt erst noch mal in der Phase, wir gehen raus an den Kunden, suchen uns Pilotkunden und ja, zeigen unsere Vorteile. Wir waren im Inkubator 1 bis 1,5 Jahre, hatten eine Hybridstellung und sind jetzt aber so weit, dass wir das Businessmodell in Feldtests bestätigt haben und in weitere Investitionsphasen gehen können. Genau. Assets und IPs werden abgekauft. Wenn wir dann in unserer Phase fertig sind, gehen wir komplett in das Unternehmen über und der Bosch kann sich im Endeffekt überlegen, ob er nach 5 Jahren das Spin-off wieder eingliedert verkauft oder eben das Darlehen zurückbekommt, wenn es in die Finanzierungsrunde geht. Das bin ich. Das ist mein Mitgründer, damit ihr uns beide mal gesehen habt. Und von der Präsentation her, ich glaube auch von der Zeit her, habe ich jetzt fast eine Punktlandung gemacht. Ich bin sehr, sehr offen für Fragen. Wie gesagt, mir halt wichtig, für alle, die in der nachhaltigen Startup-Gründerwelt sich bewegen, geht den Schritt. Es lohnt sich. Es ist super, super schwierig, aber ich glaube, heutzutage gibt es halt viel mehr Möglichkeiten, als vielleicht noch 5 oder 10 Jahren auch solche hybriden Wege zu gehen. Genau, das war's. Okay. Viktoria, das war hochspannend. Ich habe das deswegen auch mit großem Interesse verfolgt, weil wir eigentlich Startups bisher immer eher kennengelernt haben in der Welt der Business-to-Consumer-Anwendung. Und hier ist mal jemand, der in der B2B-Welt sich eigentlich bewegt. Und ich beispielsweise würde gar nicht so auf die Idee kommen, mal zu gucken, wo in der Gewerbewelt infrastrukturelle Verbesserungen gefragt sein könnten oder so. Ihr habt das gemacht, finde ich faszinierend. Vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen, was jetzt das für dich eigentlich bedeutet. Du bist eine junge Frau und beschäftigst dich mit der Infrastruktur von Gasbelieferungen. Wie kommt man dazu und was ist so auch deine, sag mal, persönliche Verbindung zu diesem Business? Ja, also ich muss sagen, ich finde das Thema Business to Consumer und das Thema Nachhaltigkeit für diese Prozesse, das ist super, super wichtig. Dadurch, dass ich auch Corporate Erfahrung habe, sehe ich halt, wie viel Greenwashing gemacht wird. Also das heißt, ich mache ein grünes Label drauf und bitteschön, mein Produkt ist grün, mein Produkt ist nachhaltig, mein Produkt zerstört keine Umwelt. Wenn man sich aber ja, die Zeit nimmt und so guckt, wie wird das Produkt hergestellt, was sind die Lieferketten, was sind die Verzahnungen in der Branche und in der Ökonomie, wird man bei vielen, meines Erachtens, bei vielen Prozessen, da drauf kommen, so grün ist das eigentlich gar nicht. Ne? Und mein persönliches, sage ich mal, meine persönliche Motivation hierfür ist zu gucken, wenn ich was Nachhaltiges gestalten möchte, dann soll es bitte von null auf an nachhaltig sein und nicht in Richtung Greenwashing gehen und ich kaufe mir ein Zertifikat und gut ist. Und ich habe das Gefühl, eben durch meine Arbeit im Corporate eine Branche gefunden zu haben, wo der Hebel meines Erachtens am höchsten ist. Und deswegen setze ich mich dafür ein. Ja, also wie gesagt, ich bin begeistert. Ich finde es auch absolut plausibel, wie er das macht. Es leuchtet auch sofort ein. Man braucht auch gar keine umständliche Erklärung. Nochmal zu dem Filmchen, den ihr vorhin eingespielt habt. Der war leider ohne Ton. Irgendwas hat da nicht so richtig geklappt, aber das war auch ohne Ton.
alles so gut nachvollziehbar, dass man sofort verstanden hat, worum es da dann eigentlich geht. Ja. Jochen. Man konnte es, also du sagtest, man kann fühlen, um was es geht. Ich habe es auch nicht richtig, wie gesagt, verstanden. Wir konnten den Tonladen nicht. Wie auch immer. Also du sagst von 0 auf 100 irgendwie, wenn man es macht, richtig irgendwie. Das ist ja auch so eine schwäbische Tugend. Du kommst aus der Bosch-Gruppe, kommst hier aus der Region und so. Und uns interessiert natürlich auch, weil wir sind im Innoport in Reutlingen, so eure oder deine Gründergeschichte auch wegen mir. Und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dieses Venture-Client-Modell so ein bisschen in diesem Inkubator auch über Bosch. Oder ist es ein anderes, sage ich mal, Ökonomiemodell als Venture Client? Ist es mit dem Es Prinzip ist ein verstanden? interner Inkubator Okay. im Endeffekt. Mhm. Es ist ein interner Inkubator. Die Teams kommen rein und sie kriegen Coaching-Kompetenz mit an die Hand und fachliche Expertise. Okay. Genau. Und ich bin mit dem Team reingekommen und habe eben, ich würde sagen, die ganze Infrastruktur mit nutzen können und die Idee da eben weiterzuentwickeln. Genau. Das heißt, du bist mit einer Projektgruppe, du warst vorher, ich sag mal, irgendwie Mitarbeiterin bei der Robert Bosch GmbH und dann hatten die irgendwie einen Inkubator und da bist du dann mit einer Gruppe mit reingerutscht und ihr habt dann ausgegründet. Ist das so der Weg, den ihr gegangen seid? Ja, noch ein bisschen komplexer. Ich habe den Inkubator mit aufgebaut, bin dann mit einer Projektgruppe reingegangen und dann habe ich ausgegründet. Genau. Sehr gut. Okay. Und das heißt wegen mir, du Ja. hast dann ein Team auch so, also wir wollen ja auch, wie gesagt, junge Leute oder andere Leute inspirieren, die auch jetzt zum Innoport kommen, die gründen wollen, die haben vielleicht eine Idee, aber wissen nicht wie oder wo. Manchmal fehlt es auch so ein bisschen an dem Mut, ja, sage ich mal. Und deshalb wollen wir Geschichten, wie du sie erlebt hast oder wie du sie erfolgreich ja auch praktizierst, wollen wir nach außen tragen. Von daher, deine Geschichte wegen mir, du bist dann mitten im Team, das du dann schon kanntest, zum Teil auch aus diesem Inkubator dann in die Selbstständigkeit oder in die Firma gegangen oder du hast dir neue Leute von draußen gesucht oder du hattest ab Kapital wegen mir aus dem Inkubator mit, weil ohne Kohle ist halt meistens Ohne nicht so Kohle ist viel schwierig, los, ja. ne? Ohne Kohle ist, ohne Moos nichts los. Scheiße, Ja, also es war so, das Team hatte, bevor wir die Entscheidung gegründet haben, wir gründen aus. Ja, weil uns das Thema so wichtig war, wir wollten es nicht im Corporate versanden lassen. Das ist leider so bei, ich sag mal, kleineren Themen, wenn man sie relativ zu einem großen Corporate in Relation setzt. Da haben sich ein paar Mitglieder dagegen entschieden auszugründen. Das heißt, unser Team hat sich durch die Ausgründung auf jeden Fall verkleinert. Und wir haben extern am Markt uns dann noch Unterstützung geholt. Ja, geht über Freelancer, feste Mitarbeiter wollen wir noch nicht, weil wir sagen, wir sind noch so jung, wir sind ein Jahr alt, wir wollen uns etablieren und dann auch wirklich dann in die Richtung Einstellungen zu gehen. Genau. Und vom Geld her, dadurch, dass der Bosch an das Thema glaubt und auch ab einer gewissen Größe mit investieren möchte, hat er uns eine Zeit lang finanziert. Also das heißt, wir hatten ein Budget, das natürlich an gewisse Bedingungen geknüpft war, was wir aber für das Unternehmen mit ausgeben können. Und der Rest, auch selber mal. Und so ein, ich sag mal, nochmal, weil wir hatten letztes Jahr auch eine Konferenz hier, da ging es stark um dieses Venture-Klein-Modell auch. Da haben wir mit Kollegen von der BMW Startup Garage, da gibt es einen Kollegen Gregor Gimmi, der ist da sehr forscht, der hat da Siemens Mobility bei BMW ganz viel gemacht und so, hat da viele Kunden auch weltweit, oder ich sag mal weltweit, aber international beraten. Grüße nach München an der Stelle, die wollten auch dabei sein, aber Bernhard ist im Urlaub, wie auch immer, nächstes Mal. Also Frage wäre Venture-Client-Modell, dass zum Beispiel Bosch jetzt als Konzern euch irgendwie ausgründet, aber dann euch eigentlich als Auftraggeber wegen mir wieder Aufträge zugibt. Ist das eine Konstellation, die bei euch denkbar gewesen wäre oder vielleicht denkbar ist oder von Grund auf irgendwie erstmal angedacht wäre? Weil die Nähe von euch ist ja definitiv da. Ja, also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist nicht das Ziel. Also im Endeffekt haben wir uns ausgegründet, um schneller am Markt zu sein und um näher an den relevanten Kunden zu sein. Ja, der Bosch kann ein relevanter Kunde sein, wobei der ist riesig, da müsste man sich auch wirklich angucken, welcher Standort, wo macht Sinn. Ne? Aber es ist nicht das Ziel. Also das Ziel ist wirklich unabhängig zu sein. Ja. Wenn du es konkret formulierst, weil du ja so darauf bestehst, das ist wegen mir das Ziel, wo genau wollt ihr hin? Was sind die nächsten Schritte? Wie kommt ihr voran? Wo genau wollen wir hin? Wir wollen uns weiter natürlich in einem Sprudlermarkt etablieren. Wir wollen das weiter auf andere Use Cases ausweiten.
Gase okay. in der Industrie, Gasen zum Beispiel bei Messständen. Also alles wirklich B2B, weiterhin Geschäftsmodelle. Ich glaube, da fühlen wir uns wohl, da haben wir die richtigen Kontakte und das richtige Setup für. Und wir wollen weitere Use Cases dazu nehmen. Das ganze Thema mit Gastronomie und Wasserspendern ist schleppend wegen Corona. Also im Lockdown waren die Kunden jetzt nicht so, ich sag mal, bereit, großartig da auch auf Innovationen zu setzen. Die hatten fairerweise, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber andere Probleme, als zu sagen, ich gestalte meine Lieferketten nachhaltig. Das ist so, klar. Ja. Das ist so. Und es geht ja weiter. Also die Probleme nehmen irgendwie weltweit ja nicht ab. Ne? Nee. Das heißt, also da sind die größten Herausforderungen. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter und stellen uns jetzt auf breitere Füße auf mit mehr Use Cases. Also Wassersprudler haben wir hatten heute einen dabei, einen Kollegen aus MySoda aus Finnland. Ich weiß nicht, ob du zugeschaut hast. Heute Mittag war der, ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Ich habe ihn auch schon wieder Der David, genau, David Solomon aus Finnland war da. Also wir sind ja zwar hier in Reutlingen und du auch irgendwo in Stuttgart, aber wir haben Schalten in die ganze Welt. Das ist so. Muss man gar nicht drum mummeln. Also David war aus Finnland da. Aber das war auch wieder so ein Business-to-Consumer-Fall. Ne? Ja, aber nicht nur. Sie haben ja Kercher mit im Boot wegen diesen... Ja. Also von daher, du hast vielleicht nicht zugeguckt, aber da war ein Sprudel. Wie heißt dieses Sprudel-Ding? Also ein Sprudel... MySoda ist die Firma, über die wir geredet haben. Genau. Aber dieses Sprudel-Dings, ja, du weißt, was ich meine. Das ist für euch ein Case wegen mir, der ja dann aber auch wirklich im B2C-Bereich eher relevant ist. Und eigentlich wollt ihr ja auf B2B, oder? Naja, wenn es um Gastronomie geht, ist es schon B2B. Okay. Ne? Also das ist klar. Das macht ja auch nur Sinn, wenn es nicht solche kleinen Haushaltsfläschchen sind, sondern wenn es einfach größere Behälter sind, nicht? Für die nicht alle 14 Tage gefüllt werden müssen. Ne? Also nach dem ganzen Gefrage und so fehlt mir auch das Gas im Kopf. Oder? Naja, aber also wir werden nach diesem Tag auch noch mal ein bisschen alles sortieren, glaube ich. Genau. Sehr schön. Ja. Also ich hab jetzt keine Frage, Kunke. Du bist immer so gut vorbereitet. Du willst bestimmt noch was wissen. Und du bist Gründerin. Sorry. Okay. Du hast ja schon ziemlich viel erzählt, also wo ihr hin wollt und so. Kann man das auch schon ein bisschen beziffern? Kann man schon sagen, ihr habt einen Kundenstamm von so und so viel und das, was auf der Grafik zu sehen war, dass man zum Beispiel Lieferrouten optimiert und so, ist das überhaupt schon ein Fall? Oder würdest du sagen, das ist alles noch ein bisschen graue Theorie, weil so weit sind wir noch gar nicht? Ja, es ist so, wir sind bei den Kunden, mit denen wir schon länger arbeiten, sind wir schon in der Routenoptimierung drin. Ja. Aber viele Kunden müssen das Gerät testen und fangen an mit einem, zwei, drei Sensoren. Das sind ja auch viele hier aus dem Schwabenraum, um zu gucken, ob es überhaupt tut. Ne? Und dann weisen wir nach, es tut, und dann rollen sie es langsam aus. Und ja, es ist in der Tat so, ab, ich sag mal, 10, 12 Devices pro Kunde lohnt sich das, und kann man auch die Einsparungen, die ich gezeigt habe, auch für CO2 einfahren. Das haben wir bei vereinzelten Kunden, aber nicht bei allen. Ja, manche befinden sich noch in der Testphase und manche sind da schon weiter. Das heißt, der Kunde kann dann auch erstmal so ein bisschen Erfahrung damit sammeln, bevor er sich dann committet und sagt, so, wir wollen das jetzt mit euch machen, oder? So. Das ist im B2B-Bereich üblich und es ist vor allem halt auch bei Innovationen, wo es derzeit keine alternative Lösung gibt. Es ist ja ein neues Produkt. Ja. Das gibt es ja noch nicht. Ist es auch üblich, von dem her ja. Ja, eigentlich ist es fast ein bisschen verwunderlich, dass es das noch nicht gibt, weil das ist eigentlich, ich muss nicht unheimlich viel Hirnschmalz aufwenden, glaube ich, um auf so eine Idee zu kommen, weil das ist eigentlich sehr naheliegend, ne? Dass ich sozusagen ein Messgerät hat, das mit dem Netz verbunden ist und dann über eine digitale Anbindung eben tatsächlich Daten ausgibt, die man... Willst du also damit sagen, da hättest du auch drauf kommen können? Da hätte selbst ich drauf kommen können, wenn ich mich ein bisschen in der B2B-Welt bewegen würde, ja. Du kannst gerne einsteigen, wenn du willst. Wir brauchen immer gute, helfende Hände. Gute Kommunikation. Ja. Ich will eine andere Ebene noch mal kurz aufmachen. Auch, wie gesagt, wir sind hier im InnoPod. Wir haben nachher noch ein paar Kolleginnen, auch junge Gründerinnen.
was deine Story auch so ist. Ich glaube, ich habe in einem Gespräch mitbekommen, auch, dass du ein kleines Kind hast und so, da bist du zeitmäßig limitiert und so. Helfen dir Netzwerke wegen mir, ich sag mal auch von Gründerinnen, und es gibt ja gerade diesen Zirkel da von nachhaltigen Gründerinnen und so. Vernetzt ihr euch da, kennt ihr euch, trefft ihr euch? Was sind so die Plattformen, die für euch vielleicht auch eine Rolle spielen? Durch Corona, ja, wahrscheinlich schwierig, sie physisch zu treffen, aber so ein Ort wie Innopod gibt es. Ja, der Innopod ist der tollste Innovationshub, kann man so sagen, aber es gibt auch andere. Also von daher die Frage wäre, wie vernetzt ihr euch, wie trefft ihr euch, kennt ihr euch, redet ihr miteinander? Also ich muss sagen, ich bin bei solchen Dingen relativ schlecht vernetzt, muss ich fairerweise zugeben. Ich habe an Netzwerken angefangen in VDU oder solchen, also Verbände der Unternehmerinnen. Das hilft mir für das Umsetzen von dem Business, was ich jetzt habe, glaube ich, mehr als jetzt mit in Innoports oder so. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist ja, mit Corona ist das alles ein bisschen runtergegangen. Und ihr seid erst Die ein Jahr, Quantität. ein Jahr alt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Mhm. ja, genau. Gut. Okay. Also, Victoria, haben wir irgendwas vergessen? Du hattest so viel auf dem Zettel. Naja, und du vielleicht hast noch, so viel, ich habe ganz viele Zettel. Ich bin überrascht, wie viele Fragen der Wolfgang in der Session hatte. Ich bin ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil ich bei dem Video den Ton nicht hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch, weil normalerweise bin ich der die meisten Fragen stellt und rumnölt. Ne? Ja, vielleicht noch eine ganz kleine Sache. Also wir haben 2 Personen gesehen von eurem Unternehmen. Ist es das auch erstmal oder habt ihr noch weitere Angestellte? Sagtest du schon, habt ihr nicht? Ihr arbeitet erst noch mit Freelancern viel, ne? So, oder? Genau, wir haben ein Team von, wie gesagt, Freelancern, Gründern, Freunden, sage ich mal. Und all in all sind wir 5 Leute. Ja, okay. Gut, aber die 5 Leute müssen am Monatsende auch Miete bezahlen und so, und ein Jahr alt. Also Respekt. Toll, Okay. Respekt, ja, finde ich auch von mir. Ja. Victoria, ich bedanke mich ganz herzlich für die Session. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht auch live irgendwo. Also